2021. Wir sind auf dem Stand von Raimo, ja, ein ganz bekannter Zubehörhersteller, der es wirklich in sich hat. Und ihr habt ein neues Konzept. Ja, ich grüße dich, Eduard. Hallo, guten Tag. Ja, VW T6.1. Was ist das für eine Basis hier drunter? Das ist jetzt ein Caravelle oder was ist? Das ist ein Caravelle, genau. Okay. Ja, ihr habt den schön böse gemacht. 80.000 € steht auf dem Preisschild. Genau. Das Besondere ist, hier sind viele Dinge verbaut, die euch teuer und lieb sind. Unter anderem die patentierte Raimo Sitzbank. Genau, der Vario 3000 mit dem Bodenschienensystem, wo man auf 6 Arretierungsmöglichkeiten hat. Also sprich, dass die ganze Bank bis ganz nach vorne schieben oder auch bis ganz nach hinten schieben kann, sowohl als auch rausnehmen. So, jetzt mal fragen, oben das Dach ist elektrisch? Nein, in dem Fall ist es nicht elektrisch, bietet Raimo aber auch an. So, ein bisschen Kleben macht schon unglaublich viel aus. Wenn du hier siehst, du hast hier eine Folierung drauf, Life is a Journey. Das habt ihr hier in so, ich sag mal, matt abgehoben, was da ist. Dazu habt ihr einen riesen Aufkleber drauf gemacht. Das zieht die Leute an wie ein Magnet, oder? Absolut, also das ist ein schöner Hingucker und direkt eine neue Marke von Raimo, wo darunter neue Campingartikel auch vertrieben werden in Zukunft. So, das ist ein T6.1? Genau, richtig. So, jetzt gucken wir gerade hier vorne, es ist alles etwas runder geworden. Demnächst kommt ja der T7. Viele weinen ja dem T6 noch nach, er soll ja weitergebaut werden, oder? Noch ja, wie lange wissen wir auch noch nicht genau, aber wir hoffen auch, dass es länger ist, weil das Fahrzeug ist ja sehr schön. So, wir gehen gleich mal vorne rein. Da vorne ist die Jenny, die ist schon mal da. Hi, du sperrst mir schon mal das Auto. Ich zeig's mal gerade. Raimo VW T6.1 KR Trio Style. Auf der Messe gibt es auch 11.000 € Preisvorteil. Ja, kostet Basismodell 54.490 und ihr habt echt viel reingemacht. Ich zeige das mal gerade. 2,9 Tonnen und ist das Gesamtgewicht und er wiegt 2,44 Tonnen. Kann man ihn auflasten? Kann man auch noch auflasten, ja. Auf, wenn ich mich nicht irre, 315. Also ein kleines bisschen geht noch, ja. Das ist kein Allrad, das ist ein Frontantrieb. In dem Fall ja, gibt es aber auch als Allrad. Wenn du mal kurz ein bisschen zurückkommst, dann zeigen wir ihm mal komplett, wie er hier da ist. Das ist der normale Radstand, oder? Genau, der kurze Radstand. Wir schauen mal kurz hinten rein. Stühle und Tische, die habt ihr aber versteckt, oder? Ja, die Stühle haben wir hier oben, 2 Campingstühle verbaut und da ist nochmal zusätzlich ein Campingtisch an der Seite. Okay. Also ein zusätzlicher. Das Fahrzeug selber hat von Grunde auf schon immer einen Campingtisch mit dabei. So, das ist die Bank, die kenne ich. Die ist wirklich, wirklich klasse, muss man sagen. Die hat ganz, ganz viele Funktionen, unter anderem ein großes Fach unten drunter, was da ist. Und du kannst damit alles machen. Also wirklich, du kannst sie als Sitzbank verwenden, du kannst sie zum Lümmeln verwenden, du kannst sie hin und her machen. Das wirst du uns gleich mal zeigen. Ihr habt ein Schienensystem. Genau. Also hier unten sieht man, das ist auch speziell von Raimo gebaut. Der ganze Boden ist von uns und das Schienensystem ist mit einem tollen Kugellager. Also man muss es selbst ausprobieren. Einmal angehoben, das fährt quasi von alleine. Selbst wenn es ein bisschen Dreck unten ist, das stört absolut nicht. Was ich auch toll finde, ist, ihr habt die Tanks außen verbaut. Man kennt das ja oft, da sind die in irgendwelchen Klappen drin. Ja, da musst du dann reinklettern ins Auto und so. Bei einem 10-Liter-Tank macht es ja gar keinen Sinn. Ja. Nee, wirklich. Wir hatten es auch früher, dass wir es hier an der Seite verbaut haben. Aber es war auch so viel Handzeugs nötig, um den wieder rauszuholen. Da ist das einfach deutlich sinnvoller und angenehmer auszutauschen. So, du darfst mir mal einen Gefallen machen. Jetzt gibt es ja Leute, die verwenden das Auto ja auch im Alltag. Ja? Kannst du die Bank mal so weit nach vorne wie möglich machen, dass man hier mal so Bikes und sowas reinkriegt? Ja? Mach mal bitte. Lass mal das mal zeigen. Gucken, was er macht. Hi! So, du hast mal erfolgreich das Auto gesperrt. Er macht jetzt mal die Bank ganz weit nach vorne. Und er fährt quasi von ganz alleine. Auf Kugellagern, oder? Genau. So, jetzt stört er ein bisschen hier die Campingbox. Und das war's. Jetzt sind wir ganz vorne und hinten. Du hättest die Bank kannst du nochmal umlegen? Nach da? Das geht nicht, oder? Als Bett? Nee, hier, nochmal in deine Richtung. Dass du die also praktisch in die Richtung nochmal umlegst. Nee, das geht leider nicht mehr. Okay, warte mal, ich filme mal gerade von... Weil dafür müsste ich es hier anheben, hier einmal umklappen, damit ich den Teil noch weiter umklappen kann. Geht so in der Funktion nicht. Da müsste ich ein Stückchen weiter zurückfahren dafür. Hier ist es Schluss quasi auch. Genau. Ja. Okay, ich zeig mal gerade was. Entschuldigung, darf ich mal ganz kurz hier reinhalten. Das ist jetzt der Raum, den man sieht, wenn man Fahrräder und so weiter transportieren möchte. Hier würde man E-Bikes auch komplett reinkriegen, oder? Wer würde hier reinpassen? Kann reinpassen. Also man muss die Bank ja dann nicht ausbauen. Das ist schon ein riesen Kofferraum. So, Eduard, und jetzt gehen wir mal schlafen. Bitte mach einmal Schlafposition.
Einmal auf Kugellagern gerollt. Leicht angehoben, das springt ja schon von alleine raus. Umgeklappt, einmal den Hebel hoch. So, ich komme mal kurz zu dir, dass wir das mal sehen. Und jetzt habe ich eine Liegefläche, was ist das, 2 Meter? 1,95 mal 1,26. 1,26 mal 1,95. Das Dach oben drüber, wir haben noch ein Dachbett. Genau. Das ist größer, oder? Nee, das ist sogar etwas kleiner. Das ist auch mit 1,95 in der Länge und 1,20 in der Breite. So, Thema Schränke. Was kann ich jetzt noch öffnen in dem Zustand? Hier haben wir einmal den Kleiderschrank. Den gibt es einmal mit den Regalböden. Die kann man auch rausnehmen, sodass man hier nur die Kleiderhaken benutzt. Und da unten ist auch noch mal relativ tief. Ah, okay, ja. Das Auto steht auf Gas? Ja, Okay, was ist da drin für eine Gastasche? 2 mal 5 Kilo. 2 mal 5 Kilo, die kleine. Die ist Genau. wo? Wo ist die gelagert? Hier an der Seite. An der Seite. Hier würden die dann reinkommen. Da sind sie drin. Hier hat man noch ein bisschen Stauraum. Hier oben. Warte, ich zeig mal was. Fläche. Jetzt mal reinschauen. Also da geht es noch ein bisschen tiefer rein. Wie hier auch. Ich guck mal gerade hier drunter. Da ist aber kein Stauraum mehr dahinter, oder? Nein, hier an der Seite unten drunter ist die Standheizung. Das ist die Standheizung. Okay, so das wäre jetzt Schlafposition. Und jetzt kannst du die Couch eigentlich, wenn man jetzt mal lümmeln möchte die Beine lang machen, kann man nur das Hinterteil hochmachen. Geht das? Ja, natürlich. Wenn du das mal gerade machst, damit die Shelly mal endlich... Aber weil man kann nicht sich anlehnen. Das geht nicht. Das geht leider nicht. Dafür ist er nicht gedacht. Ist nicht gedacht, ist aber... wirklich nur, um hinten hochzumachen, damit man den Stauraum da nutzen kann. Okay, verstehe. Also Lümmeln ist wirklich an den Seiten. An den Seiten so. Wenn du jetzt mal die Bank ganz zurückfährst, mach mal bitte. In diesem Zustand? Ja, geht das? Ja, es ginge schon, aber... Ich habe was vor, das Also, okay. erzähle ich dir gleich mal. So, das heißt hinten... Nicht ganz... Doch, Hinten ist jetzt fest, oder? Das heißt, es kann jetzt nicht mehr umgeklappt werden. leicht. Doch, ganz leicht, Ja. okay. Deswegen, ich Verstehe. dachte schon, dass Sie das meinen. Geht nicht, gell? Leider nein. Das ist so. Ja, ich hatte da... Nee, aber toll. Das heißt, die Bank läuft wie quasi von selbst, oder? Wie von selbst, wie auf Wasser, genau. Ganz toll. Ja, hier, was haben wir hier? Ah, wie so ein Kühlschrank. Hier ein bisschen gemütlicher. Gerne. So, er hatte übrigens mal in genau 2 Sekunden, das musst du nochmal machen. Bitte einmal, das geht so schnell Ja. und es funktioniert immer, oder? Es hakt Immer. nichts. Nee, Da absolut. ist uns eine große Box drin. Und nochmal zurück. Eduard, du bist mein Held. Ich habe schon so viele Bänke gesehen, die nicht funktionieren. Ja, Das ist also so. 1000-mal kann man es, das funktioniert auch das 1001. Mal genauso gut. Ein Kompressor? Genau, Kompressor, Kühlschrank, 12 Volt. So, Mit dann- Gefrierfach, der sogar tatsächlich gefriert, also die funktionieren tipptopp. So, dann obendrauf hast du, was ist da drin? Hier haben wir einmal Waschbecken? Waschbecken, hier ein kleines Gimmick, wo man mehrere Teile auch hat, die man hier unten einstecken kann. In dem Fall jetzt ein Getränkehalter zum Schnibbeln sogar, also da kann man wirklich Gewicht drauf packen. Und hier gibt es noch weitere Kleinigkeiten, zum Beispiel um Handtücher aufzuhängen, weitere Getränke, fürs Toilettenpapier, wenn man ein Pottapotti benutzen möchte, für Zewa-Rolle, also jede Menge Kleinigkeiten, die im Alltag aber dann doch ziemlich nützlich werden. So, wir haben eine Truma, was ist hier drin? 4? So, hier haben wir, also, das weiß ich gar nicht, was hier, Egal. Gasgebläseheizung. Welche genau da verbaut? Eine Truma auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, welche da verbaut. Wir haben auch genug Gas, also 2x5. Es gibt wahlweise auch eine Dieselheizung, wenn man möchte. Genau, man kann hier auch Diesel verbauen, was einen Vorteil hat. Diesel hat man in der Regel in einer größeren Menge im Tank. Was einen Nachteil hat, das kann mal bei den Nachbarn auch leicht zu Gerüchen kommen. Genau, deswegen verbauen wir in der Regel eher Gas. Aber wenn man gerade skandinavische Länder fährt, wo im Winter, wo es richtig kalt wird, dann wird natürlich Diesel eher empfohlen, wenn man da nicht überall Gas bekommen kann. Gut, das Fahrzeug ist ja gut isoliert, das heißt, man braucht gar nicht so viel Energie. Sie schaltet automatisch ab. Genau. Das sind alles so Sachen. Ja, ist da noch ein Fach drin, da in dem Bett Genau. drin? Sag mal. Hier haben wir auch noch mal ein bisschen Stauraum verbaut. Ja, gar nicht schlecht. Gerade in so einem Auto muss man natürlich überall gucken, dass man alles ausnutzt. Man darf keinen Platz verschwenden. 80.000 Euro, da seid ihr schon in der Preisrange vom California. Das ist so. Das heißt, ihr bucht Genau. ein bisschen mit. Was kann der denn besser hier? Also allen voran die Sitzbank, die ist, würde ich ohne Probleme sagen, besser als der vom California, weil da ist das Problem, wir haben eine Dreier-Sitzbank grundsätzlich immer verbaut. Der California verbaut, soweit ich weiß, größtenteils noch Zweier-Sitzbänke. Das Umbauen ist bei uns, wenn man jetzt einen California vergleicht, die werden es nicht so locker flockig
wahrscheinlich bekommen eher ein bisschen Haken. Und man liegt bei uns auf der Rücklehne, die eben ist. Bei California liegt man immer noch auf den Sitzpolstern, wo man auch drauf sitzt. Und das merkt man natürlich, das ist zum Liegen nicht gerade optimal. Gut, stimmt, ja. Außerdem, sage ich mal, kann man ja zur Not noch einen Topper oder sowas drauf machen. Das machen ja viele. Den haben sie auch tatsächlich dabei, aber der Topper muss halt im Alltag, wenn man gerade nicht schläft, auch irgendwo untergelagert werden. So, jetzt hast du was ganz Tolles. Du hast hier ein Cabrio. Du kannst komplett öffnen. Man sieht es schon gerade eben. Wenn du mal so lieb bist, mach's mal ganz auf. Ja, natürlich. So, das heißt, in Tagesbetrieb, damit ich Stehhöhe kriege. Du bist jetzt, wie groß bist du? Ich bin 1,73. 1,73. So, du bist 1,75. Stell dich mal gerade hin. Das wäre jetzt quasi, wenn man nicht schläft und man kann hier kochen, man kann machen, man kann tun, man kann hier sitzen. Jetzt will man ja einen Tisch haben. Ja, wie sieht es denn damit aus? Yes. Der Tisch haben wir einmal hier unten, der fährt mit der Bank auch mit. Das heißt, im Innenraum, egal wo man ihn haben möchte, Bleibt er? Ja. bleibt er. Hier an der Seite ist der Arm dazu. Okay. Der Tetris. würde hier drauf gesetzt werden. Und hier an der Seite ist der Tisch versteckt. Das haben die auch von Volkswagen, haben die so ähnlich gemacht. Aber das hier ist schon gut. Zumal man den Tisch genauso wie dort auch außen verwenden kann. Genau, hat 4 eigene Beine, man kann ihn rausstellen und man dreht ihn hier drauf, dann ist er im Innenraum schwenkbar. Heißt, man könnte ihn leicht nach außen schwenken, man kann ihn im Innenraum schwenken, sich gegenüber, sich zu viert, mit der Bank ein bisschen näher kommen und zu viert auch problemlos frühstücken. Was ist denn da drin, da unten? Einmal unten, da ist Porta-Potty. entweder Stauraum oder der Porta-Potty. Genau. Toll. Also ist genau dafür gemacht, oder? Damit das passt. Ja, also zumindest zum so normalen Verkehr, dafür gedacht, zum Campen würde ich ihn persönlich eher rausnehmen und im Heckzelt unterbringen, dort auch benutzen. Und das hier alles als Stauraum für die Küche. Natürlich auch toll für kleine Kinder, die mal dringend müssen und so. Nicht nur für kleine Kinder, meine Frau freut sich auch jedes Mal, wenn wir ihn dabei haben. Sehr schön. Ja, das Volumen übrigens größer als man denkt. Das klappt gut. Dann das ganz große Thema Verdunklung. Da habt ihr euch einige Gedanken gemacht. Was ist denn vorne jetzt die Kabine vorne? Da gibt es ja keine Standardsysteme. Was nehmt ihr da zur Verdunklung? In aller Regel haben wir hier Druckknöpfe verbaut auf beiden Seiten. Wir haben eine Decke, die komplett rübergezogen, also an beiden Druckknöpfen befestigt. Und hier an den Klappen einmal dran. Und dann ist es komplett abgedunkelt. Ja, oben ist noch eine große Ablage. So, ich habe dich eben unterbrochen. Du wolltest das Cabrio mal machen. Stimmt. Dass wir das mal sehen. Das war mein Fehler, nicht deiner. Denn ihr habt oben im Messebetrieb heute erster Tag. Ja. Fachbesuchertag gestern, aber heute ist schon richtig was los, oder? Das stimmt. Gestern war es noch relativ ruhig. Bei Fachbesuchern ist ja nicht so viel los. Aber heute direkt, ich glaube, das war 9:45, da ist schon die Meute reingelaufen. Ich ziehe mal den Kopf ein. Warte mal kurz. Hier noch so. Den Kopf einziehen muss man sogar gar nicht. Ich glaube, bei Ihnen wird es wahrscheinlich auch. Nee, muss man nicht, aber ich mach's mal aus reiner Neugier. Ja, hat funktioniert. Also hat man Platz. Und jetzt kannst du oben schlafen. Das ist umrüstbar. Und da stellt sich mir natürlich immer die Frage, wie ist denn da oben der Schlafkomfort? Weil ganz oft sind die Matratzen schlecht. Es sind keine Auflagesysteme dabei. Wie ist das hier gelöst? Wir haben hier so ein Lattenrost, das sich komplett an den Körper anpasst. Es gibt hier nichts Hartes, kein Brett, worauf man irgendwann aufliegt, sondern komplett in der Luft. Es ist schön weich. Die Matratze ist zwar relativ dünn, aber dadurch, dass das Lattenrost so federleicht ist und man sich gut an den Körper anpasst, ist wirklich komfortmäßig top. Ja, ihr habt hier Sicherheitsverriegelungen drin, weil es geht ja nach vorne auf. Kein Mensch möchte, dass es während der Fahrt auf der Autobahn aufgeht. Gab es da jemals ein Problem? Nee. Nein, nichts. Nichts von uns bekannt ist, zumindest nichts, was wir auch selbst eingebaut haben, das ist so. Ist jemals so abgeflogen. Und das Dach, das gibt es auch elektrisch, wenn man möchte? Das gibt es auch elektrisch, genau. Dann ist unten ein Knopf, man drückt ihn, er fährt langsam hoch, langsam runter, stabil, ohne Probleme. Aber gang und gäbe ist immer noch das Mechanische. Das ist den meisten noch lieber. Wenn du dich mal reinlegst, Eduard, dass man mal sieht, du bist jetzt, was war es, ein Meter? 1,73. 1,73, da hinten sind deine Füße, also das klappt wunderbar. Die Länge vom Bett? Die ist 1,95. 1,95, also auch für große. Ich hatte immer so ein bisschen Probleme mit dem Liege. So eine Klappe, die könnte man hier sogar noch komplett zumachen, dass man den Raum auch abdeckt. Einen Rausfallschutz habt ihr für Kinder? Gibt es sowas? Das wäre jetzt der hier zum Ja, das wäre der da. Ja. So, da hast du dann so einen ganz heimeligen Raum. Der gut ist natürlich jetzt verharrt. In der Regel würde ich es jetzt an den Seiten noch aufmachen, dann fühlt man sich hier nicht mehr ganz so beengt.
Das Fliegengitter, oder? Gase. Genau, einmal das hier und man könnte es noch weiter aufmachen. Ja. Toll. So, jetzt ist das Ganze offen. Und es kommt noch besser. Man kann, wenn du mal kurz runterkommst, mach einmal Cabrio komplett, weil das kann man hochkrempeln. Ja, aber das muss ich von hier unten machen, von hier oben machen. Ja, mach. Kannst du gerne machen. Wow. Einmal wieder zumachen. Einmal zumachen. Jetzt macht der Freund, er kann das hoch krempeln. Ja. Und dann hat Hier er haben wir auch einen Reißverschluss. Ausblick zum Meer quasi. Oh, das ist schön. Du liegst da und kannst dann. Warte, ich gehe mal raus. Das haben wir Dann tatsächlich sieht man es besser. gemacht auf Sardinien und das ist traumhaft. Er sagt, für Sardinien, das wäre ganz traumhaft. Ich nehme an, in Sardinien gibt es keine Stechmücken, oder? Bitte? In Sardinien gibt es keine Stechmücken. Leider schon. Aber wir hatten auf unserem Platz tatsächlich auch Glück. Wir schlafen auch. Haben nur einmal versucht, mal so zu schlafen. Hat auch gut funktioniert. Aber natürlich ist da erstmal so eine Hemmschwelle vorhanden, dass alle Leute reingucken können, dich beim Schlafen beobachten können. Aber es geht. Aber es geht. Ja, vor allem, wenn man selbst einen Platz gefunden hat, der ein bisschen höher gelegen ist, dass keiner vorbeiläuft und reingucken kann. Ihr wart frei, habt frei gecampt in Nee, Sardinien? wir waren auf dem Campingplatz in Campingplatz. Sardinien. Hm? Cool. Aber es war schon so einer, der so richtig mit Meeraussicht hat, wo ein bisschen höher steht. Unten Kaffee gemacht, hier oben hingesetzt, Kaffee trinken beim Meerausblick. Das kann man dann wirklich genießen. Dann weiß man, wofür so ein Dach wirklich gut ist. Ich nehme an, der hier hat den großen Motor 150 PS. Was hat der? Genau, der hat die 150 PS hier verbaut. Toll. Automatik, DSG. Automatik hat er nicht. Hat er nicht? Aber möglich. Ist möglich. So, hier steht er. Ja, von Raimo. Das ist doch genau deine Kragenweite, habe ich so ein bisschen das Gefühl, oder? Ist aber keine Dusche drin. Richtig schön. Also auch oben und draußen schlafen, also freier Himmel ist doch gut. Aber Dusche fehlt. Und ein großes Bad hast du auch nicht. Ja. Ist Also die trotzdem toll. Dusche, das Außendusche. Kalte genau, Außendusche. ja, die ist Das geht lau, genau, lauwarm. Lauwarm. Ja, Gerade wenn ist es doch draußen perfekt. wärmer ist, geht es ersetzt keine richtige Dusche, gerade bei Haaren, bei längeren Haaren wird es schon anstrengend. Zeig mal die Außendusche, wo die ist. Sorry, ich unterbreche dich laufen. Du bist ja, mach mal das und dann gebe ich dir keine Chance. Die war zu Ende. Übrigens alle, die zuschalten, heute 28. August 2021, heute ist Samstag. Wir haben noch, jetzt überlege ich mal gerade, wir haben noch 9 Tage vor uns, ja, mit dem hier. Ja, mit den Wir nächsten auch. Leuten. Du auch, ja. Das ist schon hart, oder? Das heißt also 9 Tage, kein Urlaubstag oder so. Man fällt abends dann schon, da geht man nicht mehr in die Altstadt, oder? Manchmal schon, also 1, 2 Abende gibt es schon, dass wir in Ja. die Altstadt gehen oder mal was essen gehen. Ja, Aber Sonst ist man man schon ist schon müde. froh, wenn man ins Hotel kommt. So, dann komm mal runter, sei mal so nett. Und dann machen wir mal Folgendes. Du kannst das Bett jetzt quasi hochklappen nochmal, oder? Genau, damit man die Stehhöhe auch hat. So. Der fährt auch quasi von selbst. So, und jetzt kannst du mal reingehen, geh mal rein. Und jetzt kannst du wirklich stehend mir zuwinken. Da ist sie, aus dem Volkswagen. So, dann noch die Außendusche, einmal schnell Genau. zum Gucken. Fenster auf, Dusche raus. Auf und raus damit. ja. Da gibt es Easy. extra für draußen Druckknöpfe, wo man die auch befestigen kann, dass sie auch von alleine hängt. Wasser an und aus geht hier, sprich Ja. man muss auch nicht irgendwie reingreifen. Und das ist dann perfekt, um entweder draußen etwas Größeres abzuwaschen oder sich selber, wenn man irgendwo angehalten hat, ins Meer gesprungen ist, Salz abzuwaschen vom Körper. Das ist perfekt. Super. Eduard, das Auto gibt es bei Raimo. Ihr habt Raimo Partner oder gibt es das nur bei euch direkt? Gibt es auch bei Raimo Partnern. Wir haben eine ganze Menge Partner, die man bei raimo.com findet. Es gibt eine Händlerliste, Postleitzahl eingeben, dann werden alle Händler in der Umgebung angezeigt. Hier wäre auch noch eine Lampe, ne? Genau, das ist noch eine Leselampe mit USB-Steckplatz, um sein Handy noch abends zu laden. Ich sehe gerade, der hat Automatik. Der hat Automatik. Ja. Okay, alles klar. Also wir hatten ja von Allrad, glaube ich. Nee, Allrad nicht. Nee, Automatik hat er. Okay. Ja. Hab ich schon einen Schock bekommen. Ja, aber ich habe dasselbe Auto. Deswegen war ich gerade der Schalthebel. Dann vielen Dank für dich. Wenn du mal kurz mit mir rauskommst, sei mal so lieb. Mach mal ein Abschlussbild. Ja, heute 28. August. Du selbst hast auch einen, den gleichen, oder wie? Mein Schwiegerpapa tatsächlich, aber genau den gleichen Ausbau und er ist so lieb, dass wir ihn auch zum Urlaub nutzen können. Ja, Jenny. Vielen Dank. Und ja, ich habe es ja schon erwähnt, das wäre jetzt dein Auto. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.